Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, diesmal aus Sulden am Ortler. Und den sehen wir da. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, mein Ziel ist heute aber nicht der Ortler, sondern zunächst da oben auf dem Kamm die Düsseldorfer Hütte. Und dann ist geplant, weiter auf den großen Angelus zu gehen. 3521 Meter. Ich war 2017 schon mal dort und bin mal gespannt, wie die Tour heute so wird. Ja, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Video. Ein Viertelstunden erreicht man dann die Düsseldorfer Hütte vor einem gigantischen Panorama. Ja, auf dem Weg hier hoch habe ich jetzt nicht wahnsinnig viel gefilmt. So, das nächste Ziel ist jetzt erstmal hier am See entlang und dann zusteuern auf diese Felsstufe und dann geht es über den Grat auf den hohen Angelus. Und nennt sich Rheinstadler-Route und über dieselbige geht es jetzt auch weiter. Zunächst hier sieht man einige Markierungen da durch die Blöcke hoch, dann nach rechts auf den Grat, über diese Steilstufe dann rüber und dann geht es im Bogen zum Gipfel. Ist noch ein gutes Stück. Hier hochgekommen, dann über diesen sehr steilen Blockhang hoch, immer noch markiert und jetzt stehe ich kurz vor der Kletterstelle. Links ist der Angelusferner zu sehen und jetzt geht es über diese Steilstufe hoch. Stöcke sind weggepackt, kurze Pause gemacht, jetzt geht es da hinauf.
So, die Kletterstelle hat etwa 150 Höhenmeter. Ist teilweise Drahtseil versichert. Ja, ich würde sagen, maximal Zweierkletterei. Jetzt geht es hier über diesen Blockgrat nach oben. Zunächst da in der Bildmitte und dann wird nach links gequert. Und da sieht man auch schon die Gipfelpyramide. Aktuell bin ich jetzt hier auf 3400 Metern Höhe. Das heißt, es fehlen jetzt noch so knapp 120, 130 Meter bis hinauf auf dem Hohen Angelus. Ja, das Gelände ist extrem steil. Früher war es auch mal möglich, an der rechten Seite hier am Gletscher lang zu gehen, aber viel Gletscher ist da gar nicht mehr. Nur noch ein trauriger Rest. So sieht es hier aus. Das ist die Verteinspitze, da war ich auch schon ein paar Mal oben. Jetzt geht es hier noch ein paar Meter diesen steilen, mühsamen Blockgrat nach oben. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Sind wir auf dem Großen Angelus. Und da sind schon die Pyramide. Oh, da haben wir es wieder. Ja, das geht jetzt die ganze Zeit fast so. Steinschlag, Steinschlag, überall. So, weiter geht's. Hier hinauf. Allmählich merkt man auch ein bisschen die Höhe. Jawohl. Großer Angelus. 3521 Meter. Boah, das war fordernd. Der 4. 3000er in 2,5 Tagen. Und siehe da, es gibt sogar ein Gipfelbuch. Ja, schauen wir mal. Ach du lieber Himmel. Ich glaube, das wird hier nichts. Ach du lieber Himmel. Ich glaube, das wird nichts mit Eintrag heute. Ziemlich nass. Nee, dann lassen wir das sein. Legen wir das wieder da rein. So. Okay, geht auch nicht. Na dann. Und jetzt zeige ich euch mal ein bisschen Panorama.
Da haben wir einmal das vordere und das hintere Schöneck, dann den langen Grat zur Schengelser Hochwand, dann hier vorne die Schafbergspitze, ich glaube so heißt die, dann der kleine Angelus, hier die Hochofenwand. Früher war es auch mal möglich, hier weiter zu gehen, quasi eine Überschreitung zu machen und dann da hinten runter zu gehen. Na, ihr seht selber, ziemlich brüchig. Dann ein bisschen Hochofenwand ferner. Da unten der Finchgau, über 2000 Meter tiefer, mit den großen Anbauflächen für die kleiner Insider bösen Äpfel. Dann geht es weiter mit der Jenwand, dem Marmorberg, der Laser Orgelspitze. Gehen wir mal hier ein bisschen gucken. Hier haben wir den Laser Ferner, oder was davon noch übrig ist, ziemlich ausgearbeitet. Und da hinten Ballon de la Mar, Zufallspitze, Chevedale. Dann geht es weiter mit der hinteren Schöntaufspitze, wo ich gestern war. Da hinten die Suldenspitze, mit dem Suldengletscher. Königsspitze, hier im Vordergrund die Verteinspitze. Dahinter etwas versteckt der Seebru und König Ortler. Und hier sieht man auch sehr schön den Aufstiegsweg. Da unten die Kletterstelle, dann hier rüber den blockigen Grat und dann hier entlang gequert hier rüber. Ja, jetzt werde ich noch einen kurzen Moment hier oben bleiben und dann geht's an den Abstieg. Jetzt war ich etwa eine halbe Stunde hier oben. Jetzt wird Zeit, langsam wieder den Rückweg anzutreten. Es sind hier oben so um die 5 Grad angeblich. Ja, warm ist es nicht. Es geht zum Glück kein Wind. Deswegen kann man es gut aushalten. Aber da zeigt sich auch mal wieder gut, dass man noch mal eine Jacke zusätzlich eingepackt hat. Ja, jetzt geht es erstmal hier über den Grat zurück und dann weiter. Aufstiegsweg unterwegs, sondern steige jetzt Richtung Angeluscharter ab und werde dann über den Laser Ferner Richtung Jerosimjoch queren. Das heißt also, ich gehe jetzt hier weiter rüber. Das ganze Ding, da bin ich jetzt schon abgestiegen. Und jetzt geht es als nächstes hier geradeaus und dann links auf den Gletscher und dann da hinten über das Joch rüber. Und wahrscheinlich dann von dort aus direkt nach Sulden. Oder aber, wenn die Motivation und die Uhrzeit es noch zulassen, dann geht es vielleicht noch rüber zur Verteinspitze. Aber das halte ich mir jetzt im Moment erst noch mal offen. Oh, habt ihr den gesehen? Das sind riesen Blöcke, teilweise tischgroß und trotzdem wackeln die rum.
Ja, vor uns jetzt der Walterweg. Der ist leider nicht mehr möglich zu gehen. Zu brüchig. Der Klimawandel wirft ordentlich Steine ab. Von da oben bin ich jetzt runtergeklettert. Da entlang und dann hier. Ja, ist nicht wirklich schwierig, aber die Blöcke sind auch nicht alle wirklich fest. Und hier ist jetzt die Scharte erreicht auf, ich glaube, 3350 Metern. Das heißt also, ich bin schon knapp 200 Meter abgestiegen. Und dann kommt noch das letzte Stück. Und dann wird es gleich da unten über den Gletscher gehen. Der ist hier oben wohl spaltenfrei, habe ich mir sagen lassen. Deswegen müsste das möglich sein. Ja, hier ein Blick in die Angelusscharte Richtung Zeital. Man sieht schon, das ist kein besonders einladendes Gelände, um da runter zu gehen. Ich dagegen werde jetzt dieses Stück hier absteigen und dann über das große Feld queren und dann rechts rauf zum Rosim-Joch gehen. Hier auch sehr krass zu sehen, wie hoch der Gletscher hier mal war. Da hinten auch, man sieht so eine richtige Kante. So, da oben ist jetzt die Angelusscharte. Das Stück war jetzt richtig brutal, weil diese ganzen Blöcke, so groß sie auch sein mögen, teilweise wirklich so, ja, en bloc sich gen Tal bewegen. Ja, jetzt bin ich hier unterhalb der Angelusscharte. Da vorne ist jetzt der Gletscher. Ich denke, ich werde jetzt mal gucken, wie das so ist und gegebenenfalls dann Steigeisen anziehen und dann da hinten in die Mulde queren. So, die Steigeisen habe ich jetzt mal vorsichtshalber angezogen. Und jetzt geht es hier über den Schnee. So, da haben wir nochmal den großen Angelus. Dieses Stück darunter durch die Angelusscharte war ja schon nicht ohne. Aber jetzt diese Querung hier über dieses Geröllfeld, bis man irgendwann endlich mal diesen Gletscher erreicht, war jetzt echt richtig brutal. Oben ist ein Schneefeld. Das ist ziemlich heikel. Deswegen haben wir Steigeisen angezogen, um sie dann 10 Meter später wieder auszuziehen. Ja, es hat jetzt halt unwahrscheinlich viel Zeit einfach in Anspruch genommen. Das war jetzt richtig fies. Ich hatte auch gerade eine kurze Berührung mal mit einigen Felsen, aber alles gut. Ein bisschen unangenehm, brennt ein bisschen, aber nichts Schlimmeres passiert. Ja. Ob das jetzt wirklich ungefährlicher ist, als da über den Grat zu gehen, wage ich ja fast zu bezweifeln. Das ist richtig, hier ist nichts fest. Obwohl die Blöcke so groß sind, hat man den Eindruck, das rutscht einem ständig unter den Füßen weg. Deswegen habe ich jetzt auch gerade überhaupt nicht gefilmt. Die Akkus von der Actioncam sind leer. Und mit Selfie-Stick geht das echt nicht. Deutlich angenehmer und vor allem er ist spaltenfrei hier oben in dem Bereich. Ja, da ist jetzt das Rosim-Joch vor uns.
bin jetzt hier im Rosimjoch. Hier vorne sieht man vielleicht meine Aufstiegsspuren. So. Ja. So sieht es hier aus. Gerade kam ein bisschen Hagel und Regen. Der hat sich aber glücklicherweise jetzt wieder verzogen. Hier sehen wir jetzt den Rosimferner. Da ganz unten ist Sulden. Da geht es nachher noch hin. Aber irgendwie würde ich ja gern, ne? Ich mache erstmal eine kurze Pause und überlege mir das. Jetzt bin ich schon kurz nach 5, aber irgendwie ist es doch sehr reizvoll. Ja, jetzt ein Blick zurück zum Rosimjoch. Ja, ich habe mich auch ohne Pause entschieden. Ich werde die Verteinspitze jetzt noch mitnehmen. Das sind noch 200 Höhenmeter extra und ein Dreiviertel Kilometer. Ich glaube, ich würde mich ärgern. In die Dunkelheit komme ich wahrscheinlich sowieso. Stirnlampe ist hinten drin. Und ich versuche es einfach sehr langsam und kontinuierlich vorwärts zu kommen. So, da vorne ist der Gipfel der Verteinspitze. Jetzt geht es noch durch den Blockgrat oder durchs Blockgelände da querfeldein hoch. Also nach allem, was man schon hinter sich hat, ist das jetzt echt heftig. Aber es sind nur noch 20 Meter oder so. Boah, Mann. Das haut jetzt richtig rein, ey. Leute. Oh. Morgen mache ich nichts. Die letzten Meter. Oh, da hätte ich jetzt echt nicht mehr mit gerechnet, dass ich hier heute noch hochgehe. Krasse Nummer. Boah. Mal einen Blick zurück zur Gipfelpyramide. Ja, in der Aufnahme habt ihr wahrscheinlich gesehen, irgendwie sucht man sich so seinen Weg da runter. Manchmal gibt es so Spuren wie hier, aber eigentlich ist es egal, wo man geht. Jetzt gilt es nur, dass ich da unten hinkomme, denn die Schneefelder sind irgendwie äußerst eklig heute.
Deswegen versuche ich jetzt hier dazu queren, so wie ich hochgekommen bin, außen rum. Werde dann allerdings die Abkürzung runter zum Rosengletscher nehmen und dann direkt runter nach Sulden gehen. Ja, es ist schon ein gutes Gefühl, jetzt zu wissen, dass es nur noch in eine Richtung geht, nämlich runter. Allerdings soll das nicht dahin wegtäuschen, dass das jetzt noch 1400 Meter bis Sulden sind. Wie gesagt, den Lift, den habe ich ja verpasst. Das war mir aber im Vorfeld klar. Jetzt geht es zunächst da runter. Schaut euch das an. Was für eine gewaltige Kulisse. So, von da ganz oben komme ich runter. Geht schon ein ganzes Stück tiefer. Jetzt muss man hier noch irgendwie durch. Dann unten auf diesen Weg kommen und ab da wird es dann etwas entspannter. Es ist wirklich krass, als ich 2016 hier das erste Mal oben war das wirklich alles noch Gletscher und auch 2020. Ist wirklich krass, wie das zurückgegangen ist. Ja, das nenne ich mal schöne Löcher. Also wie gesagt, den Gletscher nicht betreten. Der ist mittlerweile so klein und brüchig. Diese ganzen Löcher, die man da sieht, die waren vor einigen Jahren hier alle noch nicht zu sehen. Auch wenn es deutlich angenehmer war, über den Gletscher aufzusteigen, als durch diese Schotter- und Geröllpiste. Aber das ist sehr gefährlich. Boah, schaut euch das an, diese Löcher da. Krass. Das ist immer dieses Gletscher-Seitengelände. Furchtbar. Alles bröselt, alles ist schottrig. Das halte ich für keine gute Idee. Ich glaube, besser ist es oben lang zu gehen, denn da unten ist Eis. Ja, das lassen wir lieber in Ruhe. Ja, das war jetzt ein richtig brutales, unangenehmes Gelände. Das ist einfach krass, wie das Gelände darunter abgeschmirgelt wird, wenn die Gletscher weg sind. Jetzt folgt gleich noch hier diese Moräne und dann geht es endlich auf normalem Weg weiter. Mir reicht jetzt nämlich und jetzt ist es auch schon bald dunkel. Wenn jemand weiß, was das zu bedeuten hat, möge er es gerne sagen. Mir ist es ein großes Rätsel. Steine, Steine, fast kein Gletscher. Und noch ein ziemlich langer Weg. So, hier nochmal ein Blick zurück. Da ging es hoch, am Gletscher entlang, über diesen ganzen Kram. Dann runtergekommen, das Gipfelkreuz jetzt nicht mehr zu sehen.
Ja, die größten Schwierigkeiten liegen hinter mir. Zum Glück. Jetzt geht es nämlich gleich in die Dunkelheit. Aber alles richtig gemacht. Hat auch noch gepasst. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ja, ihr seht, es wird immer dunkler. Und ich hatsche jetzt gerade hier runter Richtung Rosinboden. Und ich nutze diese Gelegenheit jetzt direkt für ein kleines Fazit. Verzeiht mir, dass ich jetzt relativ häufig auf den Boden gucke. Aber das Gelände ist noch immer nicht einfach. Es ist immer noch alpines Gelände, T3. Aber in Anbetracht der Tatsache, was man schon hinter sich hat, sollte man trotzdem die Konzentration hier noch zusammenhalten. Ja, die Verteinspitze habe ich 2016, 2020 und den großen Angelus habe ich 2017 bestiegen. Und mich hat schon immer gereizt, diese beiden höchsten Berge der Lhasa-Gruppe irgendwie zu kombinieren. Da das über den direkten Grat nicht mehr möglich ist, bleibt somit nur die Variante über den Gletscher. Wahnsinnig fordernde Tour, fand ich jetzt. Auf der anderen Seite ist jetzt gerade der 5. 3000er innerhalb von 3 Tagen auch gewesen. Jetzt werde ich mich erstmal 1-2 Tage ausruhen und nichts machen. Denn das war jetzt schon wirklich so an der Grenze und ich habe auch immer noch Respekt vor diesem nicht enden wollenden Abstieg. Aber ich habe eine gute Stirnlampe und das Wetter hält sich glücklicherweise. Deswegen mache ich mir jetzt überhaupt keine Gedanken. Ja, überlegt euch gut, ob ihr sowas macht. Insbesondere das Gletscherrandgebiet ist wirklich überall sehr unangenehm. Von der Angelusscharte runter auf den Lhasa ferner, das fand ich persönlich das war wahrscheinlich das unangenehmste Stück. Und ebenso jetzt auch hier am Rosim-Gletscher entlang. Da muss man einfach mal sagen, es ist einfach krass zu sehen, wie sich das hier verändert hat in den letzten Jahren. Ich war vor 2020 noch da oben. Da hing die Gletscherzunge wirklich noch da oben rüber. Ich blende euch in diesem Video mal Fotos ein, die ich in den vergangenen Jahren gemacht habe, damit man mal wirklich das vor Augen geführt bekommt. Ich wollte es jetzt gerade fast gar nicht glauben. Also ich habe gedacht, ich laufe auf einen mir unbekannten Berg. Ja, das wär's eigentlich. Ich denke, die Bilder sprechen für sich. Ich möchte jetzt keine Empfehlungen aussprechen. Das ist wirklich eine Tour für Bergsteiger. Das hat mit Wandern nichts mehr zu tun. Und sehr viel weglos, durchgängig T5. An einigen Stellen auch Kletterei bis zum 2. Grad. Genug der Ratschläge und Belehrungen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über Feedback, Daumen, Likes, Kommentare. Wenn ihr Fragen zur Tour habt, schreibt es einfach rein. Und ganz besonders freue ich mich natürlich über weitere nette Abonnenten. So, jetzt muss ich gleich die Stirnlampe rausholen. Deswegen sage ich jetzt hier für den Moment Tschüss. Denn jetzt geht es nur noch da in die Dunkelheit runter. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!